So, liebe Freunde unseres Kanals, wir stellen euch jetzt das Haus in Pražeř vor, für das wir uns auch so vor 2 Jahren ungefähr interessiert hatten. Ein Haus mit Südseite. Pražeř liegt an der Südwestküste von Madeira und hatte dennoch ein relativ großes Grundstück. Ungefähr ein halbes Hektar hatte das, glaube ich. Und das Haus hatten wir gefunden, als wir noch in der Schweiz waren. Genau. Wir hatten uns wie immer 25 Häuser rausgeschrieben. Genau, das war dann im großen Aufwisch. Genau, genau. Und dann hatten wir auch den Makler kontaktiert und einen Termin ausgemacht für unseren nächsten Besuch. Ja, das Grundstück war wirklich schön, hatte Südseite, man konnte wunderschön auf das Meer gucken, lag auch relativ hoch, ich schätze mal so 450 Meter oder so. Also ja, gerade so auf der Schwelle, wo man noch Bananen hätte pflanzen können. Ja, das Grundstück war Ackerland, wurde auch bewirtschaftet. Ja, sehr schön. Und das Haus sah auf den Fotos so toll aus wie ein kleines Herrenhaus, Landsitz. Günstig fotografiert. Ja, so um die 4 Fenster und auf beiden Seiten noch ein bisschen Anbau. So. Ja, ja. Aber als wir dann vor Ort waren, sahen wir, dass es die Tiefe war nur gerade ein Zimmer. Ja. Somit, also nur unten Küche, Wohnzimmer und oben 2 Schlafzimmer und das war es dann schon. Das 40 Meter breit, aber nur 5 Meter tief. So. Und der Zustand war Ruine. Abriss. Ja. War das Einzige, was man dazu noch sagen Da konnte. hätte man alles abreißen müssen, neues Haus, Pläne machen mit Architekt. Bezahlen natürlich, Ja. Architekt bezahlen, warten. Und das Problem ist ja, wenn man ein Haus neu baut, muss man eine Baubewilligung einholen. Wenn man jedoch ein Haus nur renoviert und die Außenhöhle so lässt, wie sie ist, dann braucht es eben keine Baubewilligung, sondern dann ist einfach eine Renovation. Genau. Aber das Haus war für uns auch vom Grundriss her viel zu klein. Ja. Ja, wir hätten quasi das Haus abreißen müssen und was völlig Neues bauen. Also wir brauchten ja schon noch 1, 2 Zimmer für Gäste, die mal kommen. Auf jeden Fall. Und auf das jeden wäre Fall. gar nicht möglich gewesen. Ja, es war eine gute Trainingsmöglichkeit für uns, um Wohnbesichtigung wieder einmal zu trainieren. Ja. Ja. Dann Gerade auch hinter die Fotos zu sehen, die im Internet sind. Ja, zu wissen, was da alles noch dahinter versteckt sein kann. ja, das alte Spielchen, das alte Spielchen. Ja. Ne. Irgendwo ist immer ein Hund noch begraben und unsere Anwältin hätte garantiert auch bei dem Grundstück noch irgendetwas gefunden. Ich meine, ihr werdet es sehen, das Grundstück war echt schön, war natürlich auch gerodet, aber Südseite mit Levada-Anschluss, mit Wasser. Und Das war schon okay, aber man hätte einfach für das Haus sehr viel aufwenden müssen. ja, Und das Grundstück war ja auch nicht so günstig, weil es war auf der Südseite, eben. es ist begehrt. Und auf der Südseite kann man schon fast sagen, dass man da gegenüber der Nordseite eine Null dazu tun muss. Ne? Trotzdem, ja, war es für die Südseite noch relativ akzeptabler Preis, aber der Zustand vom Haus, der war jenseits. Und deswegen haben wir auch direkt nach dem ersten Besuch dann gesagt, nee, wir haben uns da was anderes vorgestellt. Ja. Und Das war für uns eigentlich klar, Ja. nach der Besichtigung des Hauses, dass es das nicht sein wird. ja, und da kamen wir dann mit der Maklerin ins Gespräch und ich glaube, sie hatte uns dann das Haus in Ponta do Pago vorgeschlagen, genau. Ja, hat sie schon Bilder geschickt. Ja, und darüber werden wir euch dann beim nächsten Haus Genau. berichten. Das war ja doch schon wieder mal ein kleines Herzblatt von uns, was wir da entdeckt hatten. Aber ja, davon mehr in den Videos, die jetzt nach Pražeř kommen. Darüber machen wir auch noch ein eigenes Vorwort. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas über Pražeř zu erzählen? Nein, es ist ein schönes Grundstück, man kann es auch kaufen, man muss einfach ein neues Haus draufstellen. Es lag an einer ruhigen Straße auch noch, das kam auch noch positiv dazu. Und die Wertsteigerung ist dort sicher auch ganz toll, wie allgemein auf der Südseite. Weil in den nächsten
Jahrzehnten wird dort sicher der Platz immer rarer werden. Auf jeden Fall, der ist ja jetzt schon rar. Ja. Also aber Gewinnsteigerungsraten. Das war halt nicht das, was wir wollten. Wir wollten für jetzt etwas, was wir sofort umsetzen können mit unserem Budget. Genau. Und das haben wir schließlich auch gefunden, wie ihr bereits wisst. Ja, Ja, wir hoffen, die Videos von dem Haus in Pražeř gefallen euch. Ich sag's nochmal, diese Videos waren nie dafür gedacht, auf YouTube zu landen, weil die wurden halt aus der Hüfte geschossen. Wir wollten die als Dokumentation für uns zu Hause, damit wir nochmal reflektieren können, wo waren Schwachstellen von den Grundstücken und Häusern. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Häuser, die wir euch nicht vorstellen, weil diese Videos sind einfach zu schlecht geworden. Ja. Also wir entschuldigen uns schon jetzt für die Qualität und die Wacklerei und dass vielleicht immer nur Füße aufgenommen werden. Oder ja, wir haben natürlich Gespräche aufgenommen zwischen uns und den Besitzern, den Maklern, um ja nicht zu verpassen. Aber ihr seht die wesentlichen und guten Bestandteile von diesen Videos. Wir hoffen, euch gefallen die. Falls sie euch nicht gefallen, disliked sie, lasst einen Kommentar da. Falls sie euch gefallen sollten, lasst bitte auch einen Kommentar da, dass ihr solche Sachen akzeptieren könnt. Das gibt uns gutes Feedback, wie wir uns weiter entwickeln können bei unseren Videos. Und ja, wir hoffen, dass wir bald wieder auf der Insel sind, damit wir hochqualitative Videos euch präsentieren können. Dann gibt es dann mal richtige Videos. Genau, die dann auch schon viel bestimmt sind für die Öffentlichkeit. Genau. Ja, viel Spaß mit dem Haus in Pražeř und wir sehen uns spätestens beim nächsten Vorwort für das nächste Haus wieder. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Auf unserem Kanal.